Spannendes Thema, das bei dir ja immer wieder auftaucht, ist das Thema Motorsport. Wieso, was genau, warum? Also eigentlich fange ich gerade erst damit an. Wir haben vor 2-3 Jahren habe ich für Grip mal unseren sogenannten Oma-Golf gebaut. Ich hatte die Vision, das Auto genauso wieder für die Straße fertig zu machen, wie das alte Auto auch war. Old School oder New School? Old School. Okay, guys, we're back with the second part of our car talk, and still Philipp Kess is here, one of the absolute pro custom car builders from Germany. We've been talking about everything cars for a while, and if you've missed part 1, you'll find it on YouTube. This is part 2. Philipp? Los geht's. Immer noch da. Gibt's ja gar nicht. Los geht's. Jetzt mit Kaffee. Wir haben uns einen Kaffee geholt und fahren immer noch durch Bottrop. Wie würdest du sagen, arbeitest du? Schwierige Frage. Also, wenn du jetzt gefragt hättest, was arbeite ich falsch, was mache ich falsch, würde ich definitiv sagen, dass ich halt weiterhin mit zu viel Leidenschaft rangehe und es nicht strategisch teilweise sehe. Ich will nicht sagen unfokussiert, dass ich unfokussiert bin, aber für mich ist das nach wie vor gar nicht unbedingt so dieser Business Case, das ist jetzt mein Leben, das ist mein Unternehmen, das muss ich jetzt wirklich auf 200% bringen. Sondern mehr, es ist wie es ist und es wird schon weitergehen. So. Gibt es für dich so Meilensteine, wo du sagst, okay, das habe ich geschafft oder das möchte ich jetzt mit meinem Laden schaffen oder habe ich Spaß dran? Weil am Ende führen wir hier eine Diskussion über die Notwendigkeit von Wachstum. Ja. Oder eben nicht. Das gar nicht. Also da würde ich schon sagen, ich wäre natürlich liebend gerne viel größer, viel größer als ich eigentlich bin. Ich weiß aber auch auf der anderen Seite, dass ich dafür aus meiner Comfortzone noch viel weiter rausgehen müsste und müsste viel unternehmerischer denken und halt an manchen Stellen dann zum Beispiel vielleicht ein bisschen YouTube zurückschrauben, vielleicht ein bisschen die Schrauberei zurückschrauben und halt dann doch mehr fürs Business machen. Das glaube ich schon. Interessant, dass du das sagst, weil ich mir immer wieder die Frage stelle und auch immer wieder heftig diskutiere, wie viel Wachstum braucht so ein Unternehmen? Und wie viel Wachstum ist dann auch genug? Für mich ist Wachstum nur dann relevant, wenn ich als Familienunternehmen und andere, wir sind ja nicht an der Börse notiert, ich gebe keine Quartalsberichte und ich bin auch heilfroh, dass das alles nicht gibt, weil ich glaube, da geht dir sehr schnell die Seele von so einem Unternehmen verloren. Ich glaube, dass Wachstum nur dann für mich etwas bringt, wenn ich weiß, wofür. Also wenn ich jetzt sage, okay, komm, wir fangen jetzt an, unser eigenes Auto zu bauen. Und das vertrete ich mit Überzeugung und stehe da voll dahinter. Ja, dann muss ich wachsen. So, dann ist klar, dass du natürlich in dem Moment auch viel mehr Risiko eingehst, dass du Dinge anders tust, als du bisher getan hast und eben ein neues Kapitel beginnt. Okay, fein. Und dann ist ja immer auch noch die Frage, will man wachsen in Form von Umsatz steigern, aber vielleicht am Ende gar nicht mehr Ertrag haben? Aber halt sich jede Menge mehr Arbeit, mehr Verantwortung, will man das immer weiter aufbauschen oder will man vielleicht sein Unternehmen eher effizient gestalten? Und einfach wieder so zur Basis zurückkommen, übertrieben gesagt. Und halt einfach so das ist unser Kernbusiness, das kann man am besten. Es gibt den und den Bereich, der ist vielleicht nicht ganz so effizient und wird einfach eher mitgeschleppt. Fällt jetzt in Summe gar nicht auf, weil es ist immer noch genug da vom Kuchen, dass man jeden davon füttern kann. Aber man könnte halt den Bereich auch einfach weglassen. Das hat einen Effekt, den kann ich aber nicht ohne weiteres monetär messen. Ich brauche es aber trotzdem. Also ich bin auch der Meinung, dass ein extremes Wachstum bringt natürlich auch viele Vorteile mit sich. Alleine, dass man einzelne Bereiche viel besser, spezieller ausbauen kann, weil einfach für die Spezialisten auf ihrem Gebiet mehr Arbeit in dem Fall da ist. Aber ja, der Kuchen wird einfach immer viel größer. Das heißt nicht, dass es am Ende der Ertrag auch doppelt so viel wird, nur weil man doppelt so viel Umsatz macht. Nee. Das ist jetzt sehr stark simplifiziert, wenn ich das sage, aber wie viel Umsatz wir machen, interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Sondern mich interessiert, was am Ende dabei rauskommt und mich interessiert, was wir dann damit tun können. Für mich ist ja am Ende so ein Ergebnis oder Geld immer nur wieder eins, nämlich ein Rohstoff. Weil das Geld an sich hat überhaupt keinen Wert. Den kann ich wieder verwenden, um damit Dinge anzuschieben, um Dinge zu tun. Wie bist du da aktuell so aufgestellt oder eingestellt? Wo siehst du Brabus in 10 Jahren oder in was investierst du aktuell gerne? Eher in materielle Dinge oder in Entwicklung oder in Immobilien oder überall? Also ist ehrlich gesagt in den letzten Jahren alles
was du gerade genannt hast. Ich hatte viele Ideen, was ich machen wollte und habe auch die Chance gehabt, viele davon umzusetzen. Der Laden brauchte ein bisschen Geschwindigkeit. Der Laden musste an der einen oder anderen Stelle gemeinsam mit dem Team aufgeräumt werden und wir mussten uns gemeinsam einfach mal wieder neue Ziele setzen. So, das sind ja häufig, das klingt so hochtrabend, wenn du eine Management-Offsites machst und Vision und Mission definierst und so ganz viele tolle Dinge. Aus Lehrbüchern kannst du dir jetzt ganz viele tolle Dinge rauslesen, was man dann machen sollte. Am Ende ist das ein ganz simpler Prozess. Was war damals so deine größte Angst? Oder was war so die größte Hürde? Ich musste relativ fix funktionieren an dem Zeitpunkt, weil klar war, dass ich derjenige in der Familie sein würde, der sich um diese Themen kümmert. Ich habe jahrelang schon mit meinem Dad so gearbeitet, dass klar war, dass ich das mal übernehmen würde. Jetzt ist aber ganz klar dazu zu sagen, zwischen einem, ich laufe meinem Vater hinterher und nicke immer, wenn einer sagt, dieser junge Mann macht das irgendwann mal weiter. Oder hier, ne, meine Damen und Herren, hier steht die nächste Generation. Und es dann tatsächlich aus eigenem Antrieb heraus auch zu sagen und auch so zu leben, das ist eine Transition, die irgendwann sehr bewusst passieren muss. Ich bin natürlich jahrelang auch einfach am Rockzipfel meines Vaters unterwegs gewesen. Und immer wenn einer dann gesagt hat, ja klar, du machst den Laden ja mal weiter, habe ich gesagt, ja. So, aber zwischen so einem entspannten Ja und machen in einer Situation, wo da noch jemand anders steht, der die Gehälter bezahlt, die guten Ideen hat, der den ganzen Laden voranbringt und dem, ich stehe jetzt hier und bin tatsächlich selber dafür verantwortlich, ist eine ganze Galaxie. Es hat gut funktioniert. Es hat wirklich gut funktioniert. Und viele von den Ideen, die wir im Team gemeinsam entwickelt haben, das ist natürlich nicht, ich habe, glaube ich, auch die eine oder andere Idee, aber am Ende entscheiden wir das immer im Team gemeinsam. Und mein Job ist es höchstens mal den Jungs und Mädels die Sorgen zu nehmen und zu sagen, jetzt lass uns das doch mal ausprobieren, lass es doch mal durchziehen. Wenn mal was schief läuft, dann eben jetzt nicht der Chef zu sein, der dann rumschreit und allen irgendwie Angst macht, sondern ganz im Gegenteil, den Leuten den Weg freizuräumen und zu ermöglichen. Deshalb sage ich auch immer, Leute, ein CEO ist ein Werkzeug, benutzt dieses Werkzeug bitte. Ich bin dazu da, euch die Probleme zu lösen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, was die Produkte, die Autos oder irgendwelche Verkaufszahlen angeht, aber wenn ich jetzt nur die Marke Brabus betrachte und das Mediale, ist es schon als Außenstehender krass, was sich da in 2 Jahren getan hat. Also das soll keine Schleimerei sein, sondern einfach nur vor 5 Jahren noch hat man, zumindest so in meinem Gebiet, Brabus eigentlich kaum noch auf dem Schirm gehabt. Wahnsinn, oder? So, also wirklich so Brabus, das waren halt so die alten, so ein typischer E500 mit Brabus-Felgen und mit dem typischen Brabus-Auspuff, das war Brabus so, ne? Und gerade so die letzten 12, 18 Monate ist es ja schon so, dass es wieder richtig modern geworden ist. Deswegen war für mich so interessant die Frage, ob da haufenweise neue Leute dazugekommen ist oder ob das wirklich eine Teamarbeit mit dem alten Team und so weiter war. Ne? Es ist zum Glück das gleiche Team von damals. Wir haben natürlich viele junge, neue Talente bekommen. Ist auch die eine oder andere Führungskraft dazu gekommen. Aber das Unternehmen hat sich im weitestgehenden Sinne organisch entwickelt. Und die Ideen, die wir hatten, haben fast alle funktioniert. Das heißt nicht, dass das so bleiben muss. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler gemacht haben. Ganz im Gegenteil, wir haben ganz viele Fehler gemacht und das ist ja auch gut so. Es gibt natürlich Fehler, die nicht passieren dürfen, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich bin immer jemand, der sich unheimlich viele Sorgen macht und ich versuche dann diese Themen wegzumanagen. Also im konstruktiven Sinne. Ich suche Probleme, die Werkstatt ist unordentlich. Es ist besser, wenn die Werkstatt ordentlich ist, also räume ich sie auf. Vielleicht auch, weil ich so ein kleines Aufräumen-Gehen habe und weil ich so ein kleiner weil ich so einen kleinen Strukturfimmel habe. Ich glaube, ich kann zusammenfassen, dass wir seit diesem Moment, wo wir die Transition gemacht haben in die nächste Generation, sehr konsequent in fast alle Richtungen in unserem Unternehmen investiert haben. Egal, ob es das neue Zentrallager ist, was jetzt gerade eingeräumt, du hast es heute gesehen, was jetzt gerade eingeräumt wird, wo natürlich viel Bewegung auf dem Firmengelände entsteht. Ob es andere neue Gebäude sind, ob es Prozesse, Strukturen sind, ob es neue Teammitglieder sind, die uns verstärken oder ob es auch eine ganze Menge Maschinen und Technologien sind, die wir uns in den letzten Jahren drauf geschafft haben. Denkst du, dass es unter dem Namen Brabus Grenzen gibt, was die Produkte angeht? Oder mit eurem Team und eurer Erfahrung ihr eigentlich grenzenlos Sachen machen könnt? Als Beispiel, dass es morgen Fahrräder gibt. Vom Brabus. Ja, aber Fahrräder ist ja gar nicht so. Also glaube ich, dass es Grenzen gibt? Ja, absolut. Ich glaube auch, jede Marke sollte Grenzen haben. Das ist ja die Frage. Mag sein, dass das eine Frage ist, wie du dich als Marke aufstellst. Wenn du jetzt Mitsubishi bist, kannst du dann Klimaanlagen und Bagger machen. Zum Beispiel. Ja, es sind am Ende aber immer noch irgendwie technische Produkte. Ne? Ich glaube zum Beispiel, dass der Kern unserer Marke auch für eine lange Zeit noch
das Automobil bleiben wird, weil das auch einfach untrennbar mit dem Markennamen verbunden ist. Ein spannendes Thema, finde ich, das bei dir ja immer wieder auftaucht, ist das Thema Motorsport. Wieso, was genau, warum? Also eigentlich fange ich gerade erst damit an. Also wir müssen Motorsport differenzieren. Heißt Motorsport für dich einfach maximal viel Leistung aus dem Auto holen und nur geradeaus fahren? Oder heißt Motorsport für dich auch mal Rennstrecke um eine Kurve fahren und so weiter? Du hast ja angefangen erstmal im Bereich Viertelmeile. Ne? Genau. So erstmal. Und bis jetzt gehst du so langsam Richtung Track Days. Früher Viertelmeile, halbe Meile, immer noch. Also meine größte Leidenschaft ist bis heute halbe Meile fahren. Okay. Warum? 800 Meter, weil diese 800 Meter Viertelmeile hast du keine Chance mit einem normalen Auto vorne mitzufahren. Geht nicht. Für eine Viertelmeile brauchst du immer ein Auto, was für die Viertelmeile gebaut ist. Klar. Es fällt sonst einfach auseinander. Halbe Meile ist noch so. Da ist es schon so, da kannst du mit einem relativ normal aussehenden Auto schon noch vorne mitfahren. Beispiel ist gerade vor 2-3 Wochen. Wir haben vor 2-3 Jahren habe ich für Grip mal unseren sogenannten Oma-Golf gebaut. Die Story dahinter ist tatsächlich, dass das Auto von meiner Oma, also ich bin da wirklich als Kind noch zum Kindergarten gefahren, von erster Hand, steht nur Kesselbrief drin. Ach, deshalb heißt der Oma-Golf. Genau. Ich habe mich das tatsächlich gefragt. So, nee, das ist tatsächlich. Guck mal, sieht mal wieder, oh Gott, das ich mal mehr Videos Auto, gucken. alles gut. Ich sag auch immer, ich bewundere und beneidere und verehre die Leute, wie die Leute so viel Zeit haben, um die ganzen Videos zu gucken, weil es ist ja so eine Content-Flut. Ja, das ist wirklich, man kann es ja gar nicht alles gucken, es geht gar nicht. Genau. So, und auf jeden Fall, Oma-Golf war tatsächlich so, gehörte meiner Oma, hat mein Bruder dann übernommen mit 20.000 Kilometern. Dann ist er den 1-2 Jahre als erstes Auto gefahren und dann stand er die ganze Zeit bei mir hinter der Firma. Und ich habe immer gesagt, du Leute, sowas können wir nicht verkaufen, das geht einfach nicht. A, weil der Zustand so gut war. B, gab es da in Anführungsstrichen kein Geld für. Für 2.000, 3.000 Euro verkaufst du ja jetzt auch nicht ein Auto, was 20 Jahre im Familienbesitz war. Irgendwann kommt der Moment, das Ding hat noch ein zweites Leben verdient. Dann kam der Moment, so war ich auch ein bisschen in diese ganze Grip-Schiene und so weiter reingekommen. Ja. Wir saßen bei mir auf der Essen Motorshow. Ich habe mit den passenden Leuten bei Grip da ein bisschen gesprochen. Die fanden das alles cool. Ich habe gesagt, pass auf, lass uns mal was machen. Ihr macht ja mehr Fernsehen. Ich mache ja mehr YouTube. Ich habe damals schon ein bisschen YouTube gemacht. Lass uns das einfach mal probieren. Ihr habt kein Risiko, weil ich filme alles. Ich baue alles um. Ihr müsst nur schneiden und online stellen. Mal gucken, was raus wird. War ultra beliebt und auch wegen der Geschichte. Wegen der Geschichte. Ein Fahrzeug ist, mit dem sich natürlich viele Leute auch genau, wegen der Geschichte, die Art und Weise, wie ich rangehe, also sei es die Leidenschaft als auch das Erklären, sodass es wirklich für den Laien interessant war, so ein altes Auto auf 500 PS umzubauen. Und so hat sich dieses Auto entwickelt. Dann wurde es natürlich immer extremer, wie es halt immer ist, weil so ein Auto muss dann ja auch weiterleben, sonst verliere ich halt auch irgendwann den Reiz daran, dann steht es halt nur noch in der Ecke. Damit ich aber damit weitermache, muss ich auch was tun. Und so kam es jetzt ist es mittlerweile so weit, vor 2 Wochen damit wieder die halbe Meile gefahren, sieht wirklich aus wie ein normales Auto. Bin aber 317 km/h damit gefahren. So, nach 800 Metern. So, das ist ein Wert, mein Gott. Den schaffst du gerade mal so mit dem Chiron. Ja, das ist ein sehr sportlicher Golf. So, oder eine sehr sportliche Oma, je nachdem. Wenn ich dir jetzt dieses Auto hinstelle, wirst du vom ersten Moment an wirklich denken, ja, das Ding hat mit Glück ein VR, wenn man es ein bisschen hört, und einen lauten Auspuff drunter. Mehr aber gar nicht. Es sind immer noch schmale 16 Zoll Felgen drauf mit 205er Reifen und so weiter. Weil wenn man aus der Motorsportsicht diese halbe Meile betrachtet, muss man erst mal lernen, was ein Auto können muss, damit es da schnell wird. So, und das haben wir mit dem Golf ganz gut hinbekommen. Und deswegen ist das Ding für so ein normales Auto in der Disziplin so schnell. Das ist eine Sache, diese halbe Meile geradeaus fahren. Ich bin immer auch jemand, der ultra gerne um eine Kurve fährt, wo ich bisher einfach nicht so viel die Möglichkeiten zu hatte, weil Motorsport ist halt auch immer teuer. Ja. Ist einfach so. Plus, man braucht immer eine Region, wo Motorsport überhaupt möglich ist. Bei uns in Hannover gibt es eigentlich nur Oschersleben oder Bilsterberg, die beiden Rennstrecken. Bilsterberg ist eine saumäßig, wieder so ein Moment, wo ich vorsichtig sein muss, was ich sage, ist eine saumäßig schwierigere Strecke, als du das erst einmal erwartest. Habe ich 1:1 so in einem Video gerade vor 2 Wochen gesagt. Und zwar habe ich dann das nächste Auto. Hallo. Das nächste Auto, was ich mir dann geschnappt habe, ist von meiner Frau das Auto, ein alter Abarth 500. Ja. Das Auto genommen, radikal umgebaut als Tracktool. Sie hat jetzt ein neues Auto, also sie muss nicht Fahrrad fahren. Und bin in Oschersleben gefahren, eine Woche später Bilsterberg. Und ich habe wirklich auf dem Bilsterberg schon, keine Ahnung, 1000 Runden, 2000 Runden, wie auch immer, ne? Dachte, ich kann kein Auto mehr fahren.
Wirklich, ist wirklich so. Nee, Bilsterberg ist, also du hast dieses Thema Hügel, Genau. also Kuppen, ne? Dann hast du dieses Thema Kuppe plus direkte, fiese, enger werdende Kurve im Anschluss. Du hast also das Ding ist tückisch. Du musst es richtig gut kennen. Genau, du musst es spüren und fühlen, weil du fährst halt größtenteils blind die Strecke, weil du ganz oft halt einfach gar nicht siehst, wo du hinfährst. Und derjenige, der sich damals ja auch die Strecke überlegt hat, das hat ja einen Grund, warum die Strecke so ist, es gibt keine normalen Stellen. Also es ist egal, ob eine Anbremszone um eine Kurve geht, ob es abfallend ist, ob eine Welle genau an der Stelle kommt, wo du eigentlich bremsen willst. Da sind halt nur solche tricky Sachen eingebaut. So, und da schnupper ich jetzt gerade so ein bisschen Motorsportluft. Was mich da am meisten begeistert, ist auch da wieder die Autos immer schneller zu kriegen. Jeder hat das Ganze belächelt und hat gesagt, niemals kriegst du diesen Abarth einigermaßen so, dass das Ding gute Rundenzeiten fährt. Ja. Hatte jetzt bisher erst 3-mal die Möglichkeit, mit dem Ding zu fahren. Und wir sind zumindestens, ich sage jetzt mal vorsichtig, off the trailer, schon auf einem guten M3-Niveau und es geht eher so in Richtung GT3-Niveau. Also das Ding ist schon richtig flott unterwegs. Das heißt, zwischen ersten Mal fahren und jetzt fahren liegen schon, ich glaube, 22 Sekunden Verbesserung oder so. Was reizt dich daran, das mit so einem Auto zu machen? Weil alles, was du hast jetzt natürlich, wir haben eine Menge über VAG-Fahrzeuge gesprochen oder auch ein Abarth ist am Ende immer noch eine ähnliche Fahrzeugklasse. Warum sagt ein Philipp Kess nicht, okay, finde ich geil, mache ich mit einem SLS oder mache ich mit einem... Rein aus dem Grund mit Limo, als auch, ich habe ja noch so einen alten Gallardo, den ich als Bito umbaue. Das ist, das sind eine schöne, lange Geschichte. Das sind Autos, das guckt man sich gerne an. Wird natürlich auch ein bisschen neidisch, weil ist halt alles teuer. Und viele haben auch gar nicht die Möglichkeiten, ein Auto so zu bauen. Ja. Weil wenn da irgendwelche gefrästen, gedruckten Teile, du kennst es selber bei euch aus der Entwicklung und Fertigung, da kann jetzt nicht einfach einer reinkommen und sagen, ich hätte das jetzt auch gerne. So, weil das ist richtig Aufwand. So, da ist halt immer richtig Aufwand hinter und ich verstehe es auch, dass die Leute sich mal wünschen, was Normales zu sehen. Und so kam wirklich tatsächlich der Gedankengang, welches normale Auto nimmt man. Ein bisschen überlegt, welche Strecken habe ich in der Nähe, weil es macht natürlich für mich keinen Sinn, ein Auto zu bauen, wo ich keine Strecke für habe. Und sowohl Oschersleben als auch Bilsterberg sind alles eher kleinere, engere Strecken. Da ist halt ein kleines Auto cool für. Ja, und so hat sich das halt gepasst, dass ich ihr das Auto abgeluchst habe. Ja, das ist eine perfekte, simple Erklärung dafür. Es gibt aber immer, da gibt es halt total verschiedene Typen. Es gibt natürlich die dann sagen, okay, Rennsport mache ich. Egal was ich tue, ich greife jetzt oben ins Regal und kaufe mir das, was ich mir natürlich auch leisten können muss. Es gibt immer Leute, die sagen, nö, ich möchte das alleine bauen. Ich möchte das auch aus einem ganz spezifischen Grund genauso haben. Ich finde es gut. Genau, da ist bei mir wirklich so, ich habe eine Vision, was man aus so einem Auto machen kann. Jean-Pierre zum Beispiel, Experte da drin, eine Vision zu haben, wie ein Auto am Ende krass aussieht. Yep. So, der hat die Vision, Alter, aus dem Ding wird jetzt ein Flugzeug danach. Ja. Und bei mir ist es eher so, ich habe immer so die Vision, dass ich die Autos so und so schnell bekomme. Was gibt es an Projekten in nächster Zeit außer dem Abarth, auf die du dich freust oder die gerade laufen? In allererster Linie mache ich jetzt erstmal die neue Limo fertig. So, das ist jetzt ein Jahr lang ein bisschen in Stocken gekommen. Hat was mit Carbon zu tun. Genau, Vollcarbon, alles Carbon. Das war auch die Demotivation der letzten Monate, waren 2 Punkte. Also ich bin niemals demotiviert, ein Auto fertig zu bauen. Es ist egal, was kaputt geht, ich bin immer motiviert, das zu machen. Es waren einfach nur 2 Punkte. A, Hallenwechsel. Hatte eigentlich die Hoffnung, im Sommer mit der neuen Halle schon fertig zu sein. Dauert das leider. Sobald du anfängst zu bauen, dauert das immer länger als du denkst. Man steigert sich auch da wieder rein. Wenn du auf einmal die Möglichkeit hast, du kannst den Boden neu machen, ja, dann sollen da halt Leerrohre rein für die Hebebühne und so weiter. Ne? Das ist so sieht das aus. So kommt halt ein zum nächsten. Und der zweite Punkt ist, dass ich mir noch nicht klar war, für welchen Zweck ich das Auto baue. Weil ich wollte früher vor 10 Jahren immer Autos bauen, die alles können. Ja. Das geht aber nicht, weil du gehst dann so viele Kompromisse ein, dass du dich da drin verrennst. Jetzt habe ich aber mit so Autos wie mit Omagolf oder mit dem Abarth gelernt, mach es für eine Sache und da besonders gut drin. Und wofür machst du es jetzt? Ich wollte es immer, ich hatte die Vision, das Auto genauso wieder für die Straße fertig zu machen, wie das alte Auto auch war. Ja. Aber das wird in den nächsten Wochen kommen, weil ich eigentlich auch vorhabe, dass das Auto bis zur Essen Motorshow dann fertig ist. Ja. Weil es wird jetzt so, wie ich es persönlich aktuell am coolsten, am geilsten, für mich am passendsten finden, wird es auch eher für die Viertel- und für die halbe Meile gebaut. Okay. Das heißt nicht Bastelbude und es sieht aus es wird genauso aussehen, nur dass in den Details eine ganz andere Qualität steckt in Form von Straßenzulassung, einfach nur so Aspekte wie Klimaanlage, Heizung, elektrische Fensterheber, was natürlich kein Mensch braucht, der 800 Meter geradeaus fährt. Heißt, kommt alles raus
Das Auto wird so pur wie möglich, um auf die Strecke schnell zu sein. Zumindest nicht so pur wie möglich nicht, sondern ich baue es so, dass es da maximal schnell ist. Manchmal sind manche Sachen, die drin sind, auch gar nicht, gar nicht also verkehrt. So habe ich es gemeint, ja klar. Genau, also, aber es wird immer noch ein normales Auto bleiben. Und jetzt kommt tatsächlich ein Punkt, den ich niemals aus meinem Munde gedacht hätte. Bedingt dadurch, dass ich Vater geworden bin ich tatsächlich auch ein bisschen ruhiger geworden. Ist tatsächlich so wie hat er gesagt. Wie hätte ich niemals gedacht, habe ich auch überall immer gesagt, wird nicht so passieren. Ruhiger im Sinne von, war jetzt nämlich wieder so ein Beispiel. Dadurch bin ich auch nur wach geworden. Wir sind natürlich in gewisser Weise immer Vorbildfunktion. Jetzt bin ich mit diesem Oma-Golf diese 317 gefahren. Ja. Da das Auto aber der sogenannte Oma-Golf ist da Omas Sitz noch drin, wo Oma drin gesessen hat. Keine Überrollkäfig und gar nichts. Ja. So, und 317 in einem alten Golf 3, auch wenn du es auf der Rennstrecke fährst, mit Krankenwagen und so weiter, wird jeder bestätigen, dass der Gedankengang, es zu tun, damit es original ist, nicht vernünftig ist. In den Geschwindigkeitsbereichen. Das so, egal ist, wie sicher ich mich fühle, wie wenig passiert ist, es kann immer was passieren, man weiß nie wo was. Und nur mir jetzt einzureden, das Auto muss original aussehen, deswegen ist da dieser originale Sitz drin geblieben, habe ich da das erste Mal gespürt, dass das definitiv in mir ein bisschen irgendwie was geändert hat. Und das hat mir auch gezeigt, wenn ich mit diesem Auto mit dahin will, wo ich hin will, sollte man das schon nochmal überdenken, weil da reden wir nicht von 317, sondern vorsichtig gesagt 350, 360. Jean-Pierre und ich wollten ja eigentlich mal 400 mit dem Auto zusammenfahren. Ja. Und da ist dann halt so, da muss man auch manchmal über seinen eigenen Schatten springen und einfach sagen, nee, komm, Vernunft, vielleicht sollten wir es doch auf sicher bauen und nicht auf, das Auto kann alles. Ja, bei aller Faszination sind wir immer wieder mit den Grenzen der Physik konfrontiert. Die gelten auch, wenn man einen Unfall baust. So, Philipp, ich habe mich total gefreut, wenn ich hier einparke. Ich habe mich total gefreut, dass wir das heute gemacht haben. Und du siehst, wir könnten jetzt, glaube ich, auch noch bis heute Abend um 23 Uhr weiter quatschen. Das denke ich auch locker. Das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du vorbeigekommen bist. Gerne. Wir haben noch ein To-Do, ne? Genau, da kommt der Professor von Haus des Geldes wieder von der Rückbank und sagt, der liebe Cedric, der liebe Cedric sagt, wir haben da noch was vergessen. Wir spielen mit jedem Gast im Car Talk Pedal to the Metal. Flugplatz oder Rennstrecke? Flugplatz. Rennstrecke. Sauger oder Turbo? Turbo. Geht's? Kann ich Surbo sagen? Tauger? Nee, jo. Oh, Tauger ist gut. Boah, da bin ich ja, weißt du, so ein klar, na ja, gut, müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, dass das Turbo geil ist, aber auch ein geiler Sauger, Leute. Bin ich Fan von, kann ich nicht beantworten. Morgen- oder Nachtmensch? Nachtmensch. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Glänzendes Carbon oder mattes Carbon? Glänzendes. Glänzendes Carbon. Zeiten 0-100 oder 100-200? 100-200. Ja, 100. Komfort mit Power oder Tracktool? Komfort mit Power, eindeutig. Hip-Hop oder Elektro? Elektro. Kommt drauf. Gibt's nicht die Antwort, es gibt nur. Kommt drauf an, wann, beides gerne. Samstagmorgen mit der Familie oder in der Firma? Samstagmorgen mit der Familie. Absolut. Samstagmorgen bin ich durch, da muss ich ausschlafen. Cruisen oder Vollgas? Cruisen. Oldschool oder New School? Oldschool. Come on, oldschool. Irgendwie bin ich schneller heute. Ja, weil Airbnb oder Hotel? Hotel. Danke euch. Das war war schon. schon. Aber heute war einfach, Cedric. Ja, so. Heute war, der hat schon Fragen gestellt, teilweise denkst du dir, Muss man erstmal nachdenken. Ne? Philipp, Bei sowas ist es aber so, wenn ich nur ansatzweise drüber nachdenken würde, Dann ist vorbei. bräuchte ich auch wieder lange. Ist komplett Also man muss wirklich einfach was sagen und fertig. Dankeschön. Hat Spaß gemacht, war mal ein ganz neues Format für mich. Ultra geil. Vielen Dank. Und ich hoffe, wir machen das nochmal. Ja. Oder ich komme bei euch vorbei. Und ich guck mal, was ich jetzt hier noch so an Autos fahren kann. Was für Motoren ich noch so finde. Das ein oder andere da, glaube ich. Oder Hubschrauber, wo wir hier gerade stehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.